lesson I think we all should learn about leadership, and especially when you're growing up, is because you are a leader of yourself first, and then you become a leader of others. And once you know about this, it makes your life very easy, because in any situation you know whether you're leading or following. And it's because you sometimes don't know who's leading, then you're gonna challenge the leader. Sabine war der Unterricht richtig cool. Also sie ist voll lustig einfach und inspirierend. Und sie hat uns echt guten Input gegeben. Vor allem, weil sie so offen war für die verschiedenen Tanzrichtungen. Ich spezialisiere mich ja auf Tanzen. Hier wird aber nicht nur Tanz beigebracht, sondern auch Musiker und Graffiti-Leute. Wir kommen alle zusammen und dann entsteht was Neues. Ich habe vorher noch nie einen Beat gemacht, der für Breakdancing geeignet war, weil ich komme aus einem anderen Bereich. Die wissen aber, wovon sie reden. Ich habe da die Fähigkeit, was zu produzieren, also haben wir uns da dran gesetzt und hat, glaube ich, knapp 2 Stunden gedauert, haben den Beat mit nach oben in den großen Saal genommen und sind direkt drauf abgegangen. So. Das macht mich natürlich dann auch in erster Linie auch voll stolz. Ne? Du machst den Beat und direkt gehen die Leute darauf ab und tanzen. So. In der Akademie unten im Keller haben wir die Wand gemalt. Das war eine Konzeptwand, da wo es um Musik ging. Haben uns Gedanken gemacht, darüber diskutiert, was wollen wir reinbringen, was passt am besten zu der Musikakademie hier, und sind dann letztlich zum Schluss gekommen, dass wir viel mit Notenschlüsseln, Instrumenten, mit Hintergrund, mit dem Kontext Musikakademie Heeg, also dafür finde ich, dass so viele Details notwendig waren, um ein gutes Bild abzuliefern, hat das echt gut geklappt. Ich sehe das immer so, die Vision ist der Samen und wir gestalten die gemeinsam. Und so gehen wir quasi die komplette Zeitleiste in diesem Tag, den wir gemeinsam haben, lang. Von der Idee bis zum Beispiel zu dem Punkt, wo ich jetzt hingehe und sage, wie kann ich mir Geld leihen, wie sieht so ein Bankgespräch aus. Wir spielen diese Situation durch, meistens dann, indem die Teilnehmer in Gruppen sich halt ein Konzept überlegen, also quasi sowas wie eine kleine Firma spielerisch gründen. Und dann versuchen wir so alle Stolpersteine kennenzulernen, die einem da im Weg liegen. Und dann hat man natürlich viel Action, auch ein bisschen Übung. Es gibt diese Bewerbungssituation, sie müssen sich gegenseitig ihre Konzepte vorstellen und lernen so auch die Probleme kennen, wie es zum Beispiel ist, wenn man jetzt mit einem Investor redet oder mit jemandem, der einem Geld geben könnte. Hier einen Tag zum Themenfeld Kommunikation und Gruppendynamik. Und mir ist es wichtig, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Vorstellung zu vermitteln, was Kommunikation beinhaltet und vor allem, wie sie selbst kommunizieren, was so ihr Schema ihrer Kommunikation ist, um ihnen darüber ein Bewusstsein zu vermitteln, wie sie eben auftreten, wenn sie mit einer Gruppe arbeiten. Ich versuche dann den Workshop so anzulegen, dass es aber sehr viel Bewegung und Interaktion eben stattfindet, dass sie nicht einfach nur stundenlang auf einem Stuhl sitzen, was man bei dem Thema an sich auch eigentlich nicht muss. Und das funktioniert super, sie sind sehr interessiert und arbeiten super mit. Wir haben hier eine Choreografie spontan einstudiert. Sie haben uns einfach auf die Schnelle eine Choreografie beigebracht. Und das ist einfach was Wunderbares, so, wenn man von einem anderen im gleichen Alter etwas gelernt bekommt und man das auch mit nach Hause nehmen kann. Genauso im Bereich Rap. Wir haben an einem Abend innerhalb von 4 Stunden einen Rap-Text geschrieben, das Ganze aufgenommen und dazu ein Video gedreht. Und das war einfach enorm. So,
innerhalb von dieser kurzen Zeit sowas gelernt zu bekommen. Und das ist sehr inspirierend. Also in erster Linie möchte ich den Jugendlichen eine bestimmte Philosophie mitgeben. Und zwar, dass dieser Job als Coach, dass das mehr als nur Coaching ist, sondern dass da halt mehr hintersteckt. Eine gewisse Leidenschaft muss auch dahinter stecken. Es wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern es wird auch Menschlichkeit vermittelt. Man braucht immer Connections, man braucht immer eine Verbindung zu Menschen, um einen Schritt weiter zu gehen. Roots and Roots sorgt einfach dafür, dass ein Netzwerk entsteht, dass Menschen, die normalerweise eigentlich nicht miteinander kommunizieren würden auf der Straße oder sonstiges, dass sie zueinander finden. Am Leben und vor allem den Spaß, den wir alle an unserem Job haben, weil wir Bock auf Tanzen, Singen, Rappen, was auch immer haben, dass das nicht scheitern muss, weil man einen Brief vom Finanzamt bekommt. Das würde ich gerne vermeiden. Diese Infos, die ihr hier bekommt, ja, das habe ich nie gehabt. Ich habe nach meiner Ausbildung da gesessen und wusste nichts. Keine Ahnung, musste mir das aneignen, habe Kollegen gefragt, habe irgendwen gefragt. Und ihr kriegt hier Seminare, ihr kriegt über Finanzen, über Management, über Coaching. Also ihr habt wirklich so tolle Coaches hier auch, die euch was beibringen. Auch wenn Theorie nicht immer das ist, was am meisten Spaß macht. Aber nehmt das an, nehmt das mit. Auch wenn ihr das jetzt nicht für morgen direkt braucht. Aber das wird euch weiterhelfen, gerade wenn ihr als freischaffende Künstler tätig sein wollt.